Segeln mit der Topaz Mango, eine Feierabendrunde mit der Zweihandjolle Topaz Mango bei 4 Beaufort mit 3 Kenterungen in die Kieler Bucht. Erstklassiges Segeln aus der Kiel Sailing City, Segeln vor dem Olympiazentrum Kiel-Schilksee. Wir sind hier gerade am Reff wieder rausnehmen, denn es war doch recht viel Wind vorausgesagt. Und so sind wir mit unserer Zweihandjolle von Topper International raus auf die Kieler Förde. Yardstickzahl ist 117, das kleine Bötchen ist noch nicht mal 4 Meter lang, Rumpf wiegt gerade mal 90 Kilo und ist recht stabil. Scheiße. Oh no. Genau, wir machen also insgesamt, werden wir hier 3 Kenterungen hinlegen. Das war jetzt eben mein Versagen. Da habe ich die Schote nicht aus der Klemme bekommen. Seit langer Zeit mal wieder auf der Topaz unterwegs gewesen. Man hatte das falsch eingeschätzt. Da wollte im letzten Moment noch auslösen. Ja, Verena ist dann immer schnell reingekrabbelt ins Boot beim Aufrichten. Und so musste ich dann nur schwerfällig da reinrobben. Ziehe mich dann da an den Schlaufen rein. Und dann läuft das Wasser auch immer sehr schnell wieder raus aus dem Boot. Da kommt gerade Jan auf unserem Laser. Und dieses Video soll mal so ein bisschen zeigen, wie viel Spaß das machen kann, wenn man so ein bisschen mittleren Wind hat und dann hier auf dieser Jolle vorm Hafen so ein bisschen über die Wellen reiten kann. Genau, so mit sind draußen ein Laser Standard und noch ein Laser 16, so eine Wanderjolle. Und so fahren wir halt bei diesem schönen Wind und Wind aus Osten, also haben dann schön gleichmäßigen Wind und auch so ein bisschen Welle. Topaz Mango, Segeln aus Freude mit Spritzwasser. Genug Badeeinheiten sind dabei. Und ist doch ein recht kippeliges Boot. Also der Vorschoter, jetzt Verena, muss dann doch viel aufpassen und immer wieder reinkommen, rauskommen. Der ist früh. Und jetzt? Da ist der Laser 16. Der angerefft noch. Und Jan mit dem Laser Standard. Und wieder rein in das Trapez. Und dann mit dem Gewichtsspielen mal weit rauslegen. Die hauen uns ab. Und wenn es dann doch zu viel ist, wieder Knie anwinkeln. Schwerpunkt wieder näher ran an die Jolle. Also besonders schnell ist sie nicht, die Jolle, mit Yardstick 117. Aber es macht einfach Spaß, da so durch die Wellen zu planschen, dann im Trapez zu hängen. Also wirklich toller Wind.
Mir fehlt halt nur noch strahlender Sonnenschein. Und so rauschen wir mit 3 Booten vor Schilksee durchs Wasser. Und wir treffen uns dann gerne in Schilksee und fahren dann zusammen raus und genießen so 1-2 Stunden nach Feierabend auf dem Wasser. Lass uns von der Gischt ein bisschen nass spritzen. Den Ton musste ich ziemlich weit runter drehen. Ich hatte so ein Kunststoffgehäuse für die Kamera und da überträgt sich dann jeder Griff am Gehäuse sowie innerhalb einer Gitarre dann ganz stark aufs Mikrofon, sodass ich das nur gelegentlich so ein bisschen hochregel, den Sound von der Kamera. Also diesmal ist so ein bisschen mehr musiklastig das Video. Es soll halt zeigen, wie schön das so ist. Guck mal den Verklicker an. Ja, der Verklicker war total zerfleddert, verbogen und da war auch kaum mehr Stoff dran. Ich werde ihn nachher auch bergen, wenn das Ding sowieso wieder umgefallen ist. Das Bötchen ist wirklich winzig, für 2 Leute noch nicht mal 4 Meter lang. Aber es macht wirklich Spaß darauf. Wenn man mittleren Wind hat oder mehr, so bei ganz wenig Wind ist es vielleicht doch ein bisschen langweilig, weil es dann doch immer noch kippelig ist. Ein Gennaker ist auch dabei. Später werden wir ihn ziehen wollen. Aber noch laufen wir so ein bisschen Höhe. Also immer weiter vom Hafen weg. Wir haben auflandigen Wind. Du mehr drauf? Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ja, wenn man oben auf der Kante steht und im Trapez hängt, dann gibt es dann irgendwann so einen Winkel, wo ich nicht mehr so richtig mich hochdrücken kann, weil ich dann eher nach vorne fallen würde. Da muss man dann rechtzeitig rauskommen. Ja, oder ein bisschen höher machen, das Spiel einmal. Ja, es ist wieder zu viel Gewicht draußen und dann ist das so ein Eier, macht aber wirklich riesig Spaß. Schwenkt die doll nach Luft und dann wieder nach Lehn, muss man raus und wieder ein Stück rein. Und muss auch sich schnell genug wieder ins Boot reinziehen können. Ansonsten kippt man dann halt in Luft, also da wo der Wind herkommt, da kippt man dann hin, weil man einfach zu viel Gewicht nach außen gezogen hat. Die Wellen wirken hier auf dem Video durch das Weitwinkelobjektiv gar nicht so groß. Also wir fanden die Wellen schon recht schön für die Zeit und für die Gegend. Man sieht es dann vielleicht eher so ein bisschen an den Bewegungen der Jolle. Also hier sieht es ja fast aus wie flache See. Aber wir hatten eine kleine Dünung. Jetzt hänge ich im Wasser und bin nicht rechtzeitig ins Boot reingekommen. Und dann hängt man da im Trapez und lässt sich durchs Wasser schleifen.
Dann bin ich wieder rein ins Boot und ja, einmal nicht aufgepasst. Ich habe gerade noch die Kamera rechtzeitig anmachen können. Also, wir lagen wieder drin, die zweite Kenterung. Dann schwimme ich halt immer einmal rum ums Boot. Diesmal kentern wir aber komplett durch, sodass ich einmal auf den Rumpf raufsteigen muss. Du kannst ja wieder reinkrabbeln. Ja, das ist schnell gemacht. Ja, das ist wirklich super schnell wieder aufgerichtet, diese Jolle. Und besonders schwer bin ich nicht. Also einmal dran ziehen, dann kommt sie langsam hoch. Und dann einmal Gewicht oben auf das Schwert und das Ding steht wieder oben. Und Verena schafft es bei jedem Mal. Die setzt sich halt von der anderen Seite einfach in das Boot rein. Dann muss sie auch nicht mehr reinkrabbeln, wenn die Jolle aufgerichtet ist. Und Dann kommt er langsam hoch. So, da ist er oben. Und bist du drin? Ja, die Irina ist drin. also wieder ein bisschen Platz machen mit dem Ruder. Und dann gibt es da so zwei schöne Fußschlaufen. Und dann kann man sich wie so eine Robbe reinziehen ins Schiff. So. Das heißt, sind wir optimal vorbereitet zu. Wir warten noch ein bisschen, bis das Ding ein bisschen leer gefahren ist, ja? Ja. Also wir wollten ja jetzt Downwind weit, fahren mit dem Spiel. Also vorne in diesem schwarzen Sack ist das Spielsegel drin oder vielmehr der Gennaker. Und den wollten wir dann ziehen, einmal damit fahren. Ja, Verena freut sich, dass man das Boot so schnell wieder Jetzt wird das auch eine wackelige Sache, wenn das hochbekommt. Spiel rum ist. Ne? Definitiv. Ja, Boot ist leer. Ich denke, wir können rausreißen, oder? Ja, wie weit musst du noch abfahren? Ja, das musste ich auch mal wieder machen. Denn immer an der Mütze, das ist ja das Ding, was am längsten trocken bleibt, dann vorne das Glas von der Kamera wieder wasserfrei kriegen. Und so rollen wir die Fock ein. Um das Spiel rauszuziehen. Das muss man relativ zügig machen, sonst, wenn man Pech hat, fährt man rüber. Gleich heiß einmal, ne? Das war eher beim Reinholen so viel in der Platz haben wir nicht Fall. mehr noch da. Ich heiße einmal, ja? Heiße, du? Ja. Doch, sonst wäre gekentert eben. Ja, das hätte fast die dritte Kenterung jetzt gegeben. Lass uns noch mal ein bisschen nach da laufen, Richtung Laboe. Zieh die mal wieder rein. Weil wir sonst sind wir sofort noch dran dahin. Und um möglichst lange mit dem Gennaker fahren zu können, segeln wir nochmal ein Stück in die andere Richtung, Ja, aber richtig schön ist dass wir nicht gleich wieder an der Küste dran sind. Nein, das, was ich jetzt schon erlebt habe, war toll. Das wäre halt schon toller Generator, ja. Kannst du noch einmal probieren, aber Du willst ihn rausziehen? Ja? Also Fock wieder weggedreht. Okay. Ja, im Moment sieht's doch gut aus. Dann lass es lieber.
Man hat es schon gehört, da man hört richtig das Seil da gehört, mit wie viel Zug wir da gezogen haben, oder vielmehr Verena. Aber es war irgendwie so ein bisschen, das Segel war so ein bisschen zu sehr komprimiert da in dem Sack, so bekam man das vorne nicht richtig raus. Dann mache ich wieder halben Wind, ja. Und so entschieden wir uns dann halt ohne Gennaker weiter zu segeln. Also Fock wieder raus. Wieder auf den Halbwindkurs gehen. Man sieht gleich, es wird wieder wackelig. Also ständig Gewichtstrim machen. Wenn man nicht dran gedacht Bis da unten war. Ja, wir wollten den Verklicker rausholen, wenn wir gekentert sind. Und zack. Kaum gesagt. Haben wir es wieder Also, gekriegt. das war das dritte Mal. Jetzt merken wir noch den Verklicker, der war noch total zerfleddert. Ja, sonst kommt man ja nicht so gut an die Mastspitze ran. Haben wir das genutzt. Verena, da bist du, hast du ihn? Prima. Und bist du drin? Hätte ich gesagt. Sehr gut. Verena war wieder drin. Dann wieder Platz machen zum Reinrutschen und ja, diese Griffe sind klasse. Sonst wäre das ein bisschen schwieriger da reinzukommen. Also an die Teile muss schon noch üben, wenn du an der Pinne bist. War ich das bislang immer? Der hier für Kenterung gesorgt hat? Nee, einmal hatte ich. Das habe ich eine riesen Badewanne. Die ist jetzt wärmer als vorher, oder? Ja, wir segeln direkt rein. Wieder Wasser rein. Wir sind dann jetzt so 2 Stunden vor Schilksee hin und her gesegelt, hatten da unseren Spaß, Okay, ich mach Segel ein bisschen auf. wird nun langsam Richtung 8 gehen, sodass wir uns dann entscheiden, wieder zurück in den Hafen zu segeln. Wechseln noch einmal die Position. Kann auch sein, wenn wir eine Reise machen, dann gerade die Welle ins Segel und dann noch nicht mitkommt. Die letzte Wende. Und dann Kurs Richtung Hafen. Und so schaukeln wir dann mit so ein bisschen Wellengang in den Hafen rein. Das ist also der Olympiahafen in Kiel-Schilksee.
Und es geht vorbei an all den vielen großen Yachten zur großen Slipanlage. Und da ziehen wir dann unsere Jollen wieder nach oben. Fock geht schon mal rein, den stört ihr nicht beim Anlegen. Und so geht es dann langsam runter Richtung Steg. Ein Aufschießer, also spitz in den Wind drehen, dass der Druck aus dem Segel rausgeht. Segel runter, Jolle auf den Slipwagen. Der Rumpf wiegt ja gerade mal 90 Kilo. Also mit dem Mast sind es dann knapp über 100. Also das kriegt man sehr gut zu zweit und auch alleine gut gehandelt, das Ding. Und so bringen wir unsere Mango wieder nach oben. Allerdings jetzt alles voll Salzwasser, sodass wir das einmal ein bisschen säubern wollen und entsalzen wollen. Gucken uns nochmal unseren Gennaker an, warum der so schwer rausging. Spül den auch nochmal. Und dann bekommt das ganze Boot noch eine Süßwasserdusche, das Großsegel. Und auch unser Neopren, unsere Westen und Schwimmwesten, alle kriegen Süßwasser nochmal. Sodass die Jolle dann für den nächsten Einsatz wieder schick sauber ist. Ja, und das war's. Eine schöne Runde, hat wirklich Spaß gemacht in diesem kleinen Boot. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.